Sie waren etwas ganz Neues und boten Sensationelles. Kinos. Berlin hatte mehr als 1000. In allen Größen, Formen und Preisklassen. Gut Licht, gut Ton und volle Kassen. Diesen Spruch gibt es, seit es Kino gibt. Viele schöne alte Kinos wurden im Laufe der Jahrzehnte zu Kaufhäusern oder Supermärkten. Andere umgebaut zu Schachtelkinos mit vielen kleinen Sälen. Aber es gibt sie noch. Filmtheater, die den Lauf der Zeit überdauert haben und deren Kinoarchitektur heute noch begeistert. Der Raum öffnet sich zu der Leinwand, also ich meine, eine viel größere Geste für das Kino kann man eigentlich an der Stelle hier nicht mehr machen. Wir schauen hinter die Kulissen des Kino International, das gerade saniert wird. Wir haben hier jetzt wirklich diesen Blick auf die Welle und man sollte bloß nicht an irgendeinen dran sägen, weil man dann nicht weiß, ob das nicht genau der Faden ist, wo es dann zum Krachen kommt. Und auch die Alliierten hinterließen ihre Spuren in Berlin. Zum Beispiel mit dem Outpost. Da ist der Spirit der Amerikaner drin, ne? Just do it oder auch der freiheitliche Geist, diese offene Architektur. Von den 96 Berliner Kinos steht fast ein Drittel unter Denkmalschutz. Die Häuser sind fest verankert in ihren Kiezen und wecken Erinnerungen an erste Dates, Popcorn und das gemeinsame Lachen und Weinen. Dann kommt der Gong, dann kommt das Licht, was nach unten geht, dann kommen diese Vorhänge, diese Aufregung am Anfang, die habe ich noch nach, weiß ich nicht, 50 Jahren Kino. Kiezkino, Premierenhaus oder Alliiertenbau. Jedes Filmtheater erzählt seine ganz eigene Geschichte. Kommen Sie mit uns mit in die historischen Kinos Berlins. An Orte, die noch den Geist der 20er Jahre atmen und die vom Aufbruch der Stadt in die Moderne erzählen. Denn im Kino spielt normalerweise der Film die Hauptrolle. Dabei sind die Gebäude mindestens genauso spannend. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich bin der Direktor des Landesdenkmalamtes Berlin. Wir stehen hier vor einem der ältesten Kinos der Hauptstadt, dem Passage-Kino in Neukölln. Einst öffnete es 1910 als Lichtbild-Theater Excelsior, in einer Zeit, in der überall Kinos entstanden. Denn nach der Jahrhundertwende gab es eine regelrechte Gründungswelle in den Großstädten. Doch von vorne. Der Siegeszug des Kinos begann 1895. Damals zeigten sowohl die Brüder Lumière in Paris als auch die Brüder Skladanowsky in Berlin erstmals bewegte Bilder. Das Publikum war begeistert und strömte zu Tausenden in das Varieté Wintergarten, das die erste Filmvorführung Berlins präsentierte. Zu sehen gab es kurze Sequenzen mit akrobatischen Darbietungen, Tanz, Jonglage und Absurditäten wie einem boxenden Känguru. Ton hatte der Film noch nicht und auch keine Dramaturgie im eigentlichen Sinne. Dass sich die Bilder wie in der Realität bewegten, war die Sensation. So wurden Filme zunächst als Nummern in Varietés gezeigt und auf Jahrmärkten und Messen. Die Welt der ersten Kinos war die Welt der Kuriositäten, der Artistinnen und Artisten. Der nächste Schritt waren Ladenkinos in den Arbeitervierteln der Großstädte. Sie wurden häufig auch Kinotop genannt und waren im Erdgeschoss typischer Mietshäuser zu finden. 1910 gab es in Berlin bereits 260 dieser sogenannten Kinematographentheater. Meist waren es kleine, schlauchartige Spielstätten mit engen Stuhlreihen und angeschlossener Kneipe. Der Vorführapparat stand mitten im Raum, oft spielte ein Grammophon oder ein Erklärer gab deftige Kommentare ab. Und bitte achten Sie auch auf das feine Spiel der Hüften. Diese ersten festen Kinos, auch Floh- oder Handtuchkinos genannt, sprachen ein proletarisches Publikum an und hatten einen eher zweifelhaften Ruf. Das Passage-Kino, in dem wir gerade stehen, war eine architektonische Antwort hierauf. Mit gediegener, repräsentativer Ausstattung wollte man bürgerliche Kreise ansprechen. Es entstand ein prächtiges Saalkino, das sowohl als Theater wie auch für Filmvorführungen konzipiert war. Der Film setzte sich schnell durch. Doch an vielen architektonischen Details erkennt man noch, dass der Theaterbau das Vorbild für die ersten großen Lichtspielhäuser war. So zum Beispiel auch am Vorhang, den es bis heute noch in fast allen Kinos gibt.
der aber eigentlich keine Funktion erfüllt. Die beiden Weltkriege überstand das Passage-Kino relativ unbeschadet. Allerdings wurde es ab 1968 als Möbellager genutzt und nicht mehr als Kino. Erst als das Gebäude 1985 unter Denkmalschutz gestellt und restauriert wurde, erwachte es zu neuem Leben und bereichert bis heute den Kiez. Dieses Glück hatten andere berühmte Kinos nicht. Gerade am Kurfürstendamm in Charlottenburg zeigt sich dies. Vom ehemaligen Kinoboulevard ist nicht mehr viel übrig. Das 1913 eröffnete Marmorhaus war damals eine echte Sensation. Die spektakuläre Fassade aus weißem Marmor und die extravagante Innenausstattung sorgten für Schlagzeilen. Der Volksmund nannte das Kino Futuristentheater. Heute ist die Marmorfassade noch erhalten. Im Inneren befindet sich eine andere Nutzung. In den 1920er Jahren erlebte die Kinoarchitektur eine Blütephase. Innerhalb kürzester Zeit entstanden neuartige, aufregende Filmpaläste, die dem innovativen Medium einen spektakulären Rahmen boten. Dazu gehörten aufwendig gestaltete Foyers, Säle mit über 1000 Sitzplätzen und beeindruckende Leinwände. Das wichtigste Gestaltungselement war aber das Licht. Die Architekten wollten nach außen zeigen, was innen passierte und möglichst viele Menschen in die riesigen Säle locken. Die Kinos dieser Zeit setzten erstmals Leuchtreklame im großen Stil ein und wurden selbst zu Lichtskulpturen wie der Titania-Palast in Steglitz, die Lichtburg in Gesundbrunnen oder das Universum auf dem Kurfürstendamm. Dieses Gebäude des Architekten Erich Mendelssohn gibt es noch heute. Allerdings nicht mehr als Kino, sondern nun als Theater, die Schaubühne. Als der Bau 1928 eröffnete, galt er als der Prototyp des modernen Lichtspieltheaters. Die Reklame war in die Fassade integriert und von allen Seiten sichtbar. Der hoch aufragende Mittelteil sollte die Leinwand symbolisieren. Das Vergnügungsviertel Berlins befand sich in den 1920er Jahren am Kudamm. Hier an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche strahlten 3 gigantische Kinos um die Wette. Der Gloria-Palast, das Kapitol und der Uferpalast. Diese 3 berühmten Kinos wurden, wie viele andere, im Zweiten Weltkrieg zerstört. 2/3 der Kinobauten gab es in Deutschland nach 1945 nicht mehr. Doch hier am Breitscheidplatz wollte man einen Neubeginn wagen. Genau dort, wo vorher der Uferpalast stand. 1956 bis 1957 wurde der Zoopalast errichtet als Teil des groß angelegten Neubauprojektes Zentrum am Zoo. Lange war es das Premierenkino Westberlins. Stars und Sternchen gaben sich hier die Klinke in die Hand. Den Charme der 50er Jahre spürt man noch immer, wenn man das Kino betritt. Und er hat hier schon unzählige Premieren gefeiert. Dieter Koslik war 18 Jahre lang Chef der internationalen Filmfestspiele Berlinale. Sein Herz schlägt auch heute noch für das Kino. Herr Koslik, guten Tag. Herr Roth. Der Zoopalast, was macht den so besonders für Sie? Naja, für mich war das natürlich mal ein Arbeitsplatz, aber es ist einfach eine Architekturikone. Es ist ein Denkmal und für mich ist es auch das Zeichen gewesen, dass es mit Berlin wieder losgeht, mit der Internationalität, wie es ja mal in den 20er Jahren genau hier gab. Es war ein roter Teppich, man stand hier rechts und links. Und James Stewart war hier, Sophia Loren war hier und die ganze Filmwelt war hier. Und der Berliner hat zugeschaut und hat gedacht, jetzt geht's wieder los. Es war ja nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Ort auch voller Emotionen, muss man sagen. Das ist natürlich nicht nur Emotionen, wenn man auf die Leinwand guckt, dass man weint und lacht und was man halt so im Kino so macht, ja, sondern die Architektur selbst, dieser Zoopalast, der hat Berlin der Welt gegenüber geöffnet und die Berlinale, dass die da 1957 eingezogen ist, hat dann gezeigt, dass auch Berlin und die Deutschen weltoffen sind. Das war die größte Leistung, die durch diese Architektur dann auch erfolgt ist, denn der Palast war ja wirklich ein Palast, ist es ja auch heute noch, und hatte alles überragt und es war einfach nur schön. Was einem ja auffällt, viele Kinos tragen den Namen Palast und wenn man hier reinkommt, ist es ja auch
unglaublich opulent. Inwieweit gehört diese opulente Ausstattung zu Kinos, zu Filmsälen? Weil man natürlich angeschlossen hat als Event, in Anführungszeichen, an die Oper, an die großen Theater. Und man wusste auch von Amerika, man muss es richtig opulent machen. Also in Amerika gab es Kinos, 6.500 Plätze. Da waren dann die Platzanweiser kostümiert für den Film. Und da gab es auch an der Wand dann Lichtinszenierungen, die zu dem Film passen. Also das hängt damit zusammen. Was einem ja auffällt, die Säle haben immer noch dieses historische Aussehen, aber die Technik hat sich wahrscheinlich total verändert in den letzten Jahrzehnten auch nochmals. In den letzten Jahren. Da war ich Zeuge, wie das Filmlager der Berlinale, was unfassbar aussah, weil da lagen die ganzen Filme, die Kopien. Änderte sich das dann von den Celluloid-Kopien, sage ich, über die dann digitalen Kopien. Für uns war das zum Teil etwas kompliziert, weil wenn wir Weltpremieren hatten, dann kam da immer noch einer angeflogen, der hatte eine Handschelle und dort war ein Koffer dran. Und in dem Koffer war ein kleiner digitaler Stift oder so sah das jedenfalls aus. Und der wurde da reingesteckt, der wurde dann von Hollywood freigeschaltet für 1,5 Stunden. Die wussten ganz genau, ob wir den Film gucken oder ob wir abbrechen oder was. Und das saß dann vor dem Kino. Also es war eine peinliche Zeit. Und dann plötzlich hörte das alles auf und dann wurde ja nur noch gescreent. Und ja, das heute gut Licht, gut Ton und volle Kassen. Diesen Spruch gibt es, seit es Kino gibt. Das heißt, Sie blicken optimistisch in die Zukunft für die Berliner Kinolandschaft? Letztendlich ist das Kino, seit es gibt, nie untergegangen. Es hat alles überlebt, das Fernsehen, die Kassette, das Streaming. Ja, es gibt ja Dinge, die gehen einfach nicht, wenn man auf dem Sofa sitzt und zappt. Das ist ja was ganz anderes, wenn man aufsteht, aus dem Haus geht, irgendwo hin, kauft sich eine Karte, setzt sich in so einen Sessel und guckt größer als das Leben an. Dann kommt der Gong. Dann kommt das Licht, was nach unten geht. Dann kommen diese Vorhänge hier im Zoopalast allein. 3 Vorhänge hintereinander. Das kann niemand anders. Das können nur alte Kinos, können das ausstrahlen. Also diese Aufregung am Anfang, die habe ich noch nach, weiß ich nicht, 50 Jahren Kino. Wenn ich da sitze, denke ich immer, es geht gleich los. Ganz toll. Herr Koslik, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Hier in Babylon gibt es sogar noch eine original erhaltene Kinoorgel von 1929. In den frühen Tagen der Lichtspieltheater wurden Stummfilme immer mit solchen Orgeln, Klavierspiel oder ganzen Orchestern begleitet. Dass es diese Kinoorgel noch gibt und sie nach wie vor zum Einsatz kommt, ist eine Besonderheit. Das Babylon wurde 1928 als Stummfilmtheater konzipiert und in einen Wohnblock integriert. Entworfen hat das Gebäude Hans Pölzig, ein berühmter Architekt der 20er Jahre. Auch seine Frau Marlene Pölzig hat bei der Gestaltung der Innenarchitektur mitgewirkt. Im Foyer, bei der Beleuchtung und Möblierung. Nicht weit von hier hat auch ein anderes historisches Kino den Lauf der Zeit überdauert. Das Kolosseum in Prenzlauer Berg. Gebaut wurde es 1924 in einer ehemaligen Wagenhalle der Berliner Straßenbahn. Der Entwurf stammt von Fritz Wilms. Er gilt als der wichtigste Kinoarchitekt der damaligen Zeit. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Kino zum Lazarett. Im Hungerwinter 1947/48 war es eine Wärmehalle. Dann, 1957, wurde es nach einem Umbau wiedereröffnet. Als erstes Kino der DDR mit Totalvision, dem Pendant zum im Westen verwendeten Cinemascope. Der Name Kolosseum blieb all die Jahre der gleiche. Er stammt noch aus der frühen Zeit der großen Lichtspielhäuser, als man versuchte, mit klassisch klingenden Namen ein betuchtes Publikum in die Häuser zu locken. Noch heute heißen deshalb viele Kinos Kapitol, Odeon, Forum, Delphi oder eben Kolosseum. Besonders in schwierigen Zeiten war der Hunger nach bewegten Bildern groß. Das zeigte sich auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ende Mai 1945 waren schon wieder 30 Kinos in Berlin geöffnet. Die Nachkriegszeit brachte dann einen ganz eigenen Typus Lichtspieltheater hervor, das Alliiertenkino.
Die Stadt war in 4 Sektoren aufgeteilt und jede Besatzungsmacht baute Kinos für ihre Soldaten und deren Familien. So entstanden das L'Aiglon in Wedding, das Columbia in Tempelhof, das Haus der Offiziere in Karlshorst, das Outpost in Dahlem. Sie alle stehen heute unter Denkmalschutz, denn diese Kinos sind ein wichtiges Zeugnis für die Geschichte Berlins nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Architekt Arnold Blaufeld errichtete hier 1953 im Auftrag der US-Armee ein Kino, das über 900 Besucherinnen und Besuchern Platz bot. Das Gebäude nimmt das Thema Film auf. Der Eingangsbereich erinnert an eine Filmrolle mit Zelluloidstreifen in der Mitte. Seit 1994 nutzt das Alliiertenmuseum das Gelände für seine Ausstellung. Dr. Jürgen Lilteicher leitet das Museum. Schönen guten Tag, Herr Rauch. Hallo, Herr Lilteicher. Herzlich willkommen im Alliiertenmuseum. Dankeschön. Das Outpost ist ein wirklich besonderes Kino. Wir sagen ein Alliiertenkino. Was heißt das? Also es befindet sich in der Mitte des Little Americas, also der Wohn- aber auch Lebensgegend der amerikanischen Streitkräfte. Und das Outpost Cinema ist natürlich ein Zentrum der Truppenunterhaltung gewesen. Ja. Outpost steht für Vorposten oder Vorposten der Freiheit, Outpost of Freedom. Der Name ist tatsächlich das Resultat einer Befragung unter den US-Streitkräften gewesen. Spiegelt irgendwann das Selbstverständnis der amerikanischen Truppen hier im Zentrum des Kommunismus. West-Berlin liegt umgeben von der DDR und auch von der Roten Armee. Das heißt, wir sind der Vorposten der Freiheit. Es sind auch Elitetruppen, die im Ernstfall West-Berlin verteidigen müssen. Wie viele amerikanische Bürgerinnen und Bürger waren hier in Berlin präsent? Maximal 15.000, kann man schon sagen. Also man muss ja Armee, Diplomaten, Geheimdienstler und die Familien. Also das werden so an die 15.000 Menschen gewesen sein. Und die sind dann auch hier regelmäßig ins Kino gegangen. Konnte jeder das? Oder? Nur die Angehörigen der Streitkräfte. Wenn sie aber einen Freund hatten, Soldat, Soldatin, der sie mitnimmt, dann ging das schon. Für viele Berliner oder Westberliner auch sehr attraktiv, wenn man sagt, oh, hier können wir die neuesten Hollywood-Schinken zum günstigen Preis übrigens. Also es war reduziert für die Amerikaner. Hier sehen schon in Englisch, weil es ging darum, den Amerikanern hier eine Art Heimstatt zu liefern. Das heißt also sich nicht abgekoppelt zu fühlen von der Heimat. Die Amerikaner waren ja nicht nur in Berlin präsent, sondern weltweit. Das war das dann so eine Politik tatsächlich. Sie konnten ihre Lebensmittel hier einkaufen, also ihren Lebensstil, wie sie aus den USA gewohnt waren, hier weiterleben. Und Popcorn und all diese amerikanischen Errungenschaften, Cola gab es auch. Absolut, also absolut. Das sieht man heute noch, wenn man ins Foyer geht. Rechts ist so eine Art Glasscheibe, da war der Shop, da war die Popcorn-Ecke. Oder wenn Sie ins Foyer kommen, sehen Sie auch noch einen Leuchtkasten. Please wait, National Anthem is playing. Also vor jeder Aufführung wurde auch die amerikanische Nationalhymne gespielt. In der Zeit ging es nicht rein ins Kino, sondern warten, bis das vorbei ist und dann ging die Vorstellung los. Jetzt zur Zeit ist es geschlossen. Warum? Ja, brandschutztechnische Dinge. Also die Gebäude sind im Besitz des Bundes und der hat lange nichts gemacht. Und dann kommt der Tag, wo eben die raumlufttechnische Anlage nicht mehr funktioniert, also wo der Brandschutz nicht mehr funktioniert, wo die Kabel alten Standards sind. Und das fällt uns ein bisschen auf die Füße jetzt. Das heißt, Sie wünschen sich jetzt, dass das Gebäude wieder saniert wird, auf den Standard gebracht wird, den es braucht, damit es für Besucherinnen und Besucher öffnet. Ja, genau, durch denkmalgerecht, dass die Atmosphäre erhalten bleibt, aber genau, dass unsere Besucher dort sicher sind. Ja, also das war bis vor kurzem nicht sichergestellt. Wir sind jetzt in Planungsprozessen, das dauert. Okay, aber Sie wollen wieder hier das Museum oder das Kino öffnen als Museum in der Zukunft? Ja, genau, auf jeden Fall. Merken wir auch, wenn es jetzt fehlt, oh, we cannot get into the outpost. Also viele sagen, das wollen sie doch schon gerne. Ist einfach merkt, also wenn es nicht da ist, merkt man eigentlich als Museum, was für ein attraktives Gut das ist. Wir sagen auch immer, das ist unser größtes Objekt. Also wir haben ja Objekte, mit denen wir Geschichte erklären. Hier ist es das Gebäude selbst. Ne? Also Herr Lilteicher, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Die Teilung Berlins in Ost- und Westsektoren führte auch dazu, dass sogenannte Grenzkinos entstanden. Das sind Ostberliner, die in Scharen in die Westsektoren der Stadt kommen, um einen Blick in die andere Welt zu tun. Verschiedene Westberliner Kinos bieten ihnen jetzt Eintritt zu ermäßigten Preisen in Ostgeld. Der Andrang ist groß. Für die DDR-Führung waren die Grenzkinos ein Problem. Denn in den Filmen wurde der Lifestyle der freien westlichen Welt propagiert. Mit dem Mauerbau war diese Epoche der Berliner Kinogeschichte vorbei. Stattdessen baute die DDR selbst. Und wie?
Das Kino International eröffnete 1963 und war Teil des modernen sozialistischen Wohnensembles der Karl-Marx-Allee. Es ist ein dreigeschossiger, freistehender Stahlbetonbau mit künstlerischen Wandreliefs und einem Saal mit 600 Plätzen. Entworfen wurde das ikonische Kino von den Architekten Josef Kaiser und Heinz Aust, die auch das Café Moskau und das Kino Kosmos bauten. Das Kino International wurde als das neue Premierenkino der DDR konzipiert. Modern, elegant und technisch auf der Höhe der Zeit. Aber es war auch ein Signal Richtung Westberlin, das 6 Jahre zuvor mit dem Zoopalast einen architektonischen Hit gelandet hatte. Aktuell wird das Kino International grundlegend saniert. Zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Geschichte. Daniel Dickmann ist Architekt und verantwortlich für die Arbeiten. Christina Schulenburg betreut das Projekt beim Landesdenkmalamt Berlin. Beide achten darauf, dass der Charakter des Hauses erhalten bleibt. Denn natürlich ist die Architektur geschützt. Auch die Panoramabar wird saniert und soll, wie das Kino, im Frühling 2026 wieder eröffnen. Das Kino ist zurzeit geschlossen. Man hat es geschlossen, um es zu sanieren. Was passiert hier grundsätzlich? Der größte Eingriff, den wir hier vornehmen, ist, dass die gesamte Haustechnik erneuert wird. Wir tauschen aus Heizungen, die gesamte Elektroinstallation, die Lüftungsanlage, die jetzt den größten Eingriff ins Gebäude verursacht. Dabei gehen Sie aber auch an die Oberflächen. Hier fällt jetzt noch der Boden. Die Wandpaneele sind wieder zur Hälfte drin. Das heißt, Sie nehmen einmal alles raus und alles wieder rein. Genau. In dieser Sanierung müssen wir erst alle Oberflächen ganz behutsam runternehmen. Die werden alle katalogisiert, nummeriert, dokumentiert, wie sie im Bestand waren. Teilweise eingelagert, teilweise werden sie hier vor Ort bearbeitet. Und dann haben wir erst die Möglichkeit, die dahinterliegende Technik zu sanieren, zu erneuern. Und dann wird behutsam die Oberflächen rekonstruiert oder wieder eingebaut. Frau Schulenburg, wie muss man sich das vorstellen? Herr Dickmann kommt zu Ihnen und sagt, ich möchte die Paneele erneuern. Wie formulieren Sie auch die Anforderungen, die seitens der Denkmalpflege wichtig sind? Ich glaube, man bespricht wirklich so ein bisschen auch am Anfang, was sind hier wirklich die Charakteristika für dieses Gebäude? Also welche Ausstattungselemente spiegeln eigentlich die Zeit wider oder auch den Entwurf, den der Architekt sich damals irgendwie vorgestellt hat und schaut dann, wie man das unter einen Hut bekommt. Aber durch halt wirklich die gute Planung konnte man dann immer Wege finden, wie man die neue Technik reinbringt, damit das Kino einfach auch wirklich ins 21. Jahrhundert geführt wird, technisch. Und gleichzeitig aber tatsächlich dieses historische Ausstattungsmaterial erhält. Wer früher schon hier war und demnächst reinkommt, wird wahrscheinlich gar nicht so einen großen Unterschied sehen. Nein, genau. Der wird einfach nur wahrscheinlich sehen, okay, hier wurde gut irgendwie aufgeräumt, wurde geputzt. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit steckte dahinter. Aber es wird nicht das Gefühl sein, ich bin in einem fremden Gebäude. Ganz im Gegenteil. Bei den Arbeiten am Kino International geht das Team um Daniel Dickmann sehr behutsam vor. Jedes einzelne Holzelement wird mit viel Fingerspitzengefühl instand gesetzt. Bei den Arbeiten kommen auch schon mal Fundstücke aus den vergangenen Jahrzehnten zum Vorschein. Wie alte DDR-Münzen oder Eintrittskarten. Jetzt sind wir im großen Saal. Man hat das Gefühl, hier ist schon vieles passiert und noch einiges, was passieren muss. Was ist denn schon passiert? Also hier ist schon sehr viel passiert. Wie man sieht, sind ja die gesamten Holzverkleidungen mit den charakteristischen Lamellen wieder eingebaut. Und was man nicht mehr sieht, ist alles, was dahinter ist. Das ist nämlich die gesamte neue Technik, die hier besonders im Kinosaal sehr aufwendig ist. Frau Schulenburg, die Lamellen, man guckt hier so schön, man könnte auch sagen, die sehen aus wie neu. Hätte man ja vielleicht sogar auch neu machen können. Oder warum sind die jetzt immer noch die alten? Uns geht es darum, in der Denkmalpflege, dass wir wirklich das Originalmaterial schützen, weil das ein bisschen unsere Datenbank ist. Ne? Daran können auch spätere Generationen noch mal was ansehen, was daran lernen, was erforschen, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Also und hier sieht man zum Beispiel, wie die DDR
mit Holz umgehen konnte. Genau, und das tatsächlich das Interessante ist ja, das ist ja nicht nur ein Dekostück gewesen, die Lamellen hier in dem Raum, sondern die haben die Akustik da auch unterstützt. Jetzt haben Kinos immer auch noch einen Vorhang und hier war das ja ein ganz besonderer aus Pailletten. Frau Schulenburg, was passiert mit dem aktuell? Der ist aktuell bei einer Textilrestauratorin, die die Schadstellen restauriert. Also wir waren auch 2-, 3-mal in der Textilwerkstatt, wo wir wirklich alle sehr verblüfft waren, mit welcher Geduld auch die Restauratoren an die Arbeit gehen. Die wirklich einzelne Pailletten aufgezogen, in Handarbeit alles. Und es ist schon fantastisch, das auch mal so nah mitzuerleben. Wie muss ich mir das jetzt mit der Decke vorstellen? Man hat ja wirklich das Gefühl, die schwebt über einem, so wie sie da hängt. Wie sind Sie da rangegangen? Das ist ja gar nicht so einfach. An der Decke haben wir ja im Prinzip nur ganz minimal Eingriffe gehabt. Die Oberfläche wird neu beschichtet, weil dann natürlich auch, sagen wir mal so, sich der Staub und Schweiß der letzten 60 Jahre abgesetzt hat. Aber die bleibt so, wie sie ist. Das ist auch handwerklich natürlich hier fantastisch und unterstützt eben sehr diesen Raumeindruck, der geprägt ist von der Neigung der Bodenfläche, dieser Deckenwelle. Der Raum öffnet sich zu der Leinwand. Also ich meine, eine viel größere Geste hier für das Kino kann man eigentlich an der Stelle hier nicht mehr machen. Jetzt wollten wir uns ja noch einen Raum anschauen, den sieht man sonst nicht. Genau, wir wollen uns die Welle von oben ansehen. Dann gehen wir mal los, oder? Ja. Genau. Wir haben hier jetzt wirklich diesen Blick auf die Welle und sehen diese wunderbare Konstruktion, wie sie befestigt ist. Die ist entstanden, als man dieses Gebäude gebaut hat damals. Genau. Und seitdem hängt sie an diesen Stahlfäden. Und man sollte bloß nicht an irgendeinem dran sägen, weil man dann nicht weiß, ob das nicht genau der Faden ist, wo es dann zum Krachen kommt. Also ich finde den Raum so spannend, weil man hier sehr schön sieht, dass es eben auch so ein sehr modernes Gebäude ist, was eben schon mit Vorfertigung arbeitet. Andererseits aber auch noch diese handwerklichen Elemente und dadurch auch eigentlich ganz gut die DDR-Bauwirtschaft in diesem Zeitpunkt charakterisiert. Und man wollte natürlich hier strahlen, ne? Ich sag mal so, man hat hier wirklich die besten Handwerker gehabt. Man merkt das auch in der Sanierung. Also man erlebt hier keine Überraschung in dem Sinne, dass irgendwas hingefriemelt ist, sondern es folgt alles so einer Logik, die entweder handwerklich ist oder eben aus der Vorfertigung sich ableitet. Also das ist, ja, es lässt sich wirklich sehr, sehr gut sanieren. Ich würde gerne das auch noch ergänzen, weil es gibt tatsächlich bei manchen anderen Baustellen gibt es dann immer, müssen wir denn wirklich diese Ausstattung erhalten? Das können wir doch eigentlich wegräumen. Und ich glaube, solche Äußerungen gab es hier nie. Also für alle war es selbstverständlich, dass wir diese historische Ausstattung wieder aufarbeiten, wieder reinbringen und wirklich wieder das Kino in seinem bekannten Glanz erstrahlen lassen. Ja, ich hoffe sehr, dass wir uns da wiedersehen. Vielen Dank für den Rundgang. Ja, danke schön. Ein anderes bekanntes Berliner Kino feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Das Filmtheater am Friedrichshain. Der geschichtsträchtige Bau des Architekten Otto Werner wurde 1925 eröffnet und wird seitdem fast ununterbrochen als Kino genutzt. Eine Seltenheit. Nach der Wende sollte es eigentlich abgerissen werden. Nur der engagierte Einsatz einer Bürgerinitiative rettete das Kino. Zum Glück. Denn heute können wir sagen, Happy Birthday, liebes Filmtheater am Friedrichshain. Wir vom Landesdenkmalamt setzen uns dafür ein, dass nicht noch mehr historische Kinos verschwinden, sondern als Denkmale leuchten. Denn es ist wichtig, dass diese geschichtsträchtigen Orte weiter existieren. Kinos, die wie ein guter Film in Erinnerung bleiben.